Wie oft in meinem Leben hatte ich das Gefühl, die Zeit würde verfliegen. Je älter ich wurde, desto häufiger hechelte ich ihr hinterher. Und je mehr ich sie festhalten wollte, desto eher rann sie mir durch die Finger wie Sand. Doch diesen Sommer geschah ein kleines Wunder. Die Zeit, sie hörte plötzlich auf, davon zu laufen. Das ist ja höchstwahrscheinlich der letzte Urlaub zu zweit für eine sehr lange Zeit. Wie geht's dir damit? Wir haben halt so viel gelacht und so viel die einfachen Dinge im Leben gemacht quasi, aber irgendwie war das trotzdem so bedeutend. Nichts ist so bittersüß wie der letzte Sommer eines alten Lebens. Diese Welt zwischen Ende und Anfang, zwischen Abschied und Aufbruch. Ein weiter weißer Raum mit unendlich vielen Türen. Als Kind waren es für mich immer die Sommerferien. 6 Wochen, in denen das Leben nach Wassermelone schmeckt, nach Eiswagen klingt und so riecht wie Regen auf heißem Asphalt. In denen gestern genauso weit weg ist wie morgen. In denen alles irgendwie scheißegal ist und gerade deshalb so unglaublich kostbar. Zum ersten Mal seit meiner Kindheit spüre ich all das wieder. Diesen Schwebezustand, diesen Hauch von Unendlichkeit, diesen Raum zwischen 2 Welten. Vielleicht, weil Anna und ich wissen, dass dies kein gewöhnlicher Sommer ist. Vielleicht, weil wir Eltern werden. Unterwegs, im hohen Norden, wo die Wälder grün sind, die Seen schwarz und die Nächte weiß. Auf unserer letzten Reise zu zweit, in einem alten Leben, bevor ein neues beginnt. Hallo Leute, guten Tag aus Schweden. Wir sind auf unserem letzten Urlaub zu zweit, beziehungsweise dem ersten zu dritt. Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, ist Anna schwanger. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen, dementsprechend noch einmal eine gemeinsame Reise anzutreten diesen Sommer und haben uns dafür einen Campervan gemietet von einem Bekannten aus Berlin. Und ja, sind jetzt auch schon eine Weile unterwegs, genießen die Zeit bislang wirklich sehr. Wir sind eigentlich ohne Plan und ohne Ziel losgefahren. Also ja, wir wollten eigentlich einfach nur raus, auch mal keinen Handyempfang haben, auch mal kein Netz haben. In der Natur sein, im Wald sein und einfach mal, die Ruhe vor dem Sturm genießen. Ja. So wirklich so pure Ruhe zu haben und einfach mal keine To-Dos, kein Lärm, gar nichts. Einfach nur pure Ruhe und Langeweile, ehrlich gesagt auch. Ja, wir haben auch die erste Woche auch gar nichts gefilmt, einfach nur die Zeit auch zu zweit genossen. Ach so, ja, ansonsten, wir waren 7 Jahre auf Reise um die Welt. Wir waren mit Fahrrad und Zelt unterwegs, wir hatten aber auch motorisierte Fahrzeuge, wir haben gebackpackt, aber wir waren noch nie in einem Van, in einem richtigen Van unterwegs mit Stehhöhe so. Wir mussten immer draußen kochen, wenn wir mit Auto unterwegs waren oder im Dachzelt pennen. Wir hatten mal ein Dachzelt, Zelt, im Auto geschlafen, auf einer Matratze und so weiter und so fort, aber einen derartigen Luxus hatten wir bislang noch nie. Wie gefällt's dir? Ja, ist halt echt nochmal Campen Next Level, ne? Es macht Spaß, es macht echt Spaß, weil es halt so bequem ist und weil sich das so hier halt auch so gut anbietet. Ja. Und selbst eine Toilette dabei zu haben. Ja, vor allem durch die Schwangerschaft musst du halt mehrmals in der Nacht pinkeln. Deswegen fiel ja für uns Dachzelt und so auch raus. Ja, wir sind ungefähr auf der Höhe von Stockholm und weiter hoch werden wir wahrscheinlich nicht fahren. Wir machen es halt entspannt, wir wollen halt auch nicht so viele Fahrtage haben. Ja. Wir haben jetzt auch keine To-Dos auf der Liste. Natur und Seen, das sind unsere einzigen To-Dos. Ja. Mehr gibt's nicht. Ja. Ja, das macht uns gerade glücklich, ne? Voll. Eigentlich wünscht sich doch jeder von uns einen gottverdammten Pauseknopf. Pause vom Stress, vom Druck,
von diesem Gefühl zu tun und zu machen und trotzdem nichts zu schaffen. Pause von der Angst, nicht zu genügen. Pause von den Krisen, vom Hass, von all der Gewalt. Pause von der Sorge, dass die Welt zerbricht und mit ihr immer mehr in uns selbst. In unseren ersten Tagen in Schweden parken wir meist irgendwo am Waldrand, direkt an einem See. Wir stellten unsere Campingstühle ins Gras, der Wind strich durchs Schilf, kleine Wellen klatschten gegen die Ufersteine. Das Echo der Möwen sprang von den Baumwipfeln ins spiegelglatte Wasser. Wir saßen stundenlang da und wenn mich heute jemand fragen würde, was wir in diesen Tagen gemacht haben, müsste ich antworten: nichts. Nichtstun ist heutzutage irgendwie verpönt. Vor der Arbeit wird meditiert, nach Feierabend geht's ins Fitnessstudio. Beim Warten auf die Bahn starren alle ins Handy. Beim Kochen laufen Podcasts, beim Filmeabend beantwortet immer irgendwer noch irgendwelche Mails. Kaum entsteht ein Raum der Stille, wird er sofort gefüllt. Anna und ich waren im Grunde nicht anders. Vielleicht sind wir auch deshalb damals losgezogen und 7 Jahre lang um die Welt gereist. Wir wollten unsere Zeit auskosten. Wir wollten Erlebnisse sammeln wie Trophäen. Wir haben geglaubt, das wahre Leben beginne immer erst hinter dem nächsten Horizont. Doch egal wie schnell wir rannten, der Horizont blieb immer gleich weit entfernt. Hier in Schweden sitzen wir im Gras und schauen den Libellen zu. Wir beobachten, wie die Wolken ziehen und wie die Sonne langsam über das dunkle Wasser wandert. Manchmal erzählen wir uns Geschichten, manchmal schweigen wir, manchmal lachen wir, manchmal weinen wir. Aber vor allem haben wir hier etwas wiedergefunden, das wir längst verloren geglaubt hatten. Unseren Pauseknopf. Bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, weil wie ihr euch vorstellen könnt, würde es diesen Kanal ohne starke Partner nicht mehr geben. Deshalb an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Surfshark für die langjährige Zusammenarbeit. Sommerzeit ist ja bekanntlich Reisezeit und wenn es eine Sache gibt, die auf keiner Reise fehlen sollte, dann ist es ein starker VPN-Anbieter. Und Surfshark ist schon seit Jahren unser Favorit. Warum? Erstens zum Schutz unserer Daten vor Hackern und Trackern im öffentlichen WLAN, zum Beispiel am Flughafen, im Hotel oder im Café. Denn Surfshark verschlüsselt unsere IP-Adresse und leitet unseren Datenverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Zweitens, um nervige Geoblocking-Beschränkungen zu umgehen. Anna und ich wollten uns neulich nochmal alle Spider-Man-Teile ansehen. In Deutschland sind die auf Netflix leider nicht verfügbar, dafür aber in Tschechien. Mit Surfshark konnten wir uns einfach eine tschechische IP-Adresse holen, auf den tschechischen Netflix-Katalog wechseln und somit die Filme dort ganz normal ansehen. Selbstverständlich auf Deutsch. Drittens, je nach Land können Preise für Flüge und Hotels unterschiedlich ausfallen. Es lohnt sich also bei der Buchung mit Hilfe von Surfshark verschiedene Standorte auszuprobieren und so im besten Fall sogar Geld zu sparen. Wenn ihr Surfshark selbst mal testen möchtet, schaut einfach auf surfshark.com/Notizen vorbei oder nutzt unseren Code Notizen. Damit bekommt ihr 4 zusätzliche Monate. Vielen Dank an Surfshark und jetzt zurück zum Video.
ja dein erstes Mal in Schweden. Wie gefällt es dir bisher? Hast du es dir so vorgestellt? Was mich halt voll überrascht hat, war, dass es so lange hell ist. Ja. Und dass man wirklich das Gefühl hat, dass es nicht dunkel wird. Ja. Halt, ich dachte, das wäre weiter oben im Norden so, aber egal wann wir irgendwie aufgestanden sind, um auf Toilette zu gehen, es hat immer leicht gedämmert, es war nie stockduster. Ja. Man hat so viel vom Tag und es ist so schön. Ja. Ja. Also Schweden gefällt mir schon echt mega gut. Wird aber auch ziemlich gehypt, ne? Muss man sagen. So. Ja. Auch diese ganzen Videos zu Auswanderung nach Schweden und so weiter. Also die Häuser sind ja auch relativ günstig, Ja. so auf den ersten Blick, ne? Im Vergleich zu Deutschland auf jeden Fall. Ja. Könntest du dir das vorstellen? Ja. Wir sind ja durch viele Dörfchen auch gefahren, weil wir oft die Autobahn vermieden haben. Ja. Nein. Warum? Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich finde es schön zu sehen und ich mag diesen märchenhaften, romantischen Flow, aber einfach so weit weg von Familie und Freunden zu sein, ist dann doch ein bisschen zu viel, glaube ich. Wie sieht es bei dir aus? Nee, auch nicht. Also der Sommer ist relativ kurz. Genau. Und genau, diese langen Tage, die du im Sommer halt hast, da hast du halt die langen Nächte dann sozusagen im Winter. Und also ich glaube, klimatisch ist es einfach nicht meins so auf das ganze Jahr über gesehen. Ja. Und auch generell, auch wie du schon gesagt hast, so, ich finde halt viele Dörfer, durch die wir gefahren sind, wirkten auch sehr tot. So, ne? Also so, es hat mich ein bisschen so an Ostdeutschland auch erinnert, so im negativen Sinne. Also ich liebe auch Ostdeutschland und so, aber dass manche Gegenden einfach so, man sieht die Überalterung der Gesellschaft halt auch auf dem Land und spürt sie, wenn man durch diese Orte fährt. Und man sieht sehr, sehr viele verlassene Gebäude, verwahrloste, alte Gebäude, weißt du so? Und das hat halt seinen Grund, ne? Ja. So, warum das so ist. Ich glaube, man muss halt wirklich so auch diese Einsamkeit gewissermaßen auch wirklich lieben, so, weißt du so? Und das tue ich, das tun wir beide nicht. Nee. Weißt du so, wir sind gerne auch mit Leuten und so. Und ich weiß nicht, wie viel Anschluss man denn wirklich dann findet, wenn man irgendwo abgeschieden sein Häuschen hier in Schweden hat. Weißt du, wie viele Leute lernt man schon kennen dann? Ja. Geht alles so, aber ich kann mir das aus diesen Gründen halt auch eher nicht vorstellen. So. Ja. Aber ey, Urlaub machen und so im Sommer herfahren, auch gerne mal im Winter, so, ne? Das kann ich mir immer wieder vorstellen. Wie viele Leben stecken in einem Menschen? Wenn Anna und ich durch fremde Orte streifen, spielen wir seit jeher ein Spiel. Wir stellen uns vor, wie unser Leben aussehen würde, kämen wir von hier. Wir haben es überall auf der Welt gespielt und so tun wir es auch in diesen kleinen Dörfern im Süden Schwedens. Wir fahren vorbei an tiefroten Häuschen, an schlafenden Gärten, an offenen Fenstern. Und wir fragen uns, wer wir wären, säßen wir dahinter. Wen und was würden wir lieben? Woran würden wir glauben? Wovon würden wir träumen? Wären wir glücklich? Auswandern war für uns nie wirklich Thema. Es rückte sogar in immer weitere Ferne, je mehr wir von der Welt sahen. Und doch lieben wir dieses Gedankenexperiment. Denn dadurch begegnen wir für einen kurzen Moment einer alternativen Version unserer selbst. Hinter jedem Haus steckt ein anderes Ich. Manchmal sehe ich mich in einem kleinen Holzhaus mitten im Wald mit ein paar Hühnern, die morgens durch das taunasse Gras auf mich zulaufen. Nur einen Gedankenstrich später stehe ich auf dem flachen Dach eines Altbaus mitten in der Großstadt und schaue dabei zu, wie die Silhouetten der Häuserschluchten langsam die Sonne verschlucken. Manchmal stelle ich mir vor, mit unserem Kind die Welt zu bereisen, ihm zu zeigen, wie weit und wild und wunderschön dieser Planet ist. Und manchmal wünsche ich mir nichts sehnlicher, als dass es nach der Schule mit dem Fahrrad zu Oma und Opa fährt. Dass seine Welt klein genug ist, um sich darin niemals zu verlaufen. Manchmal sehne ich mich nach einer großen Gemeinschaft, nach langen Nächten mit Freunden an einem vollen Tisch. Und manchmal nach einem Ort, an dem außer dem Wind in den Bäumen nichts zu hören ist. Mag sein, dass man sich irgendwann für ein bestimmtes Leben entscheiden muss. Doch es ist befreiend zu wissen, dass unendlich viele andere Versionen unserer selbst in uns wohnen. Und dass die Türen zu ihnen immer offen stehen.
Als Kind konnte ich es kaum erwarten, endlich erwachsen zu werden. Ich wollte selbst entscheiden, wann ich ins Bett gehe. Ich wollte Auto fahren, Geld verdienen, irgendwann selbst Vater sein. Doch kaum war ich erwachsen, wünschte ich mir meine Kindheit zurück. Denn ich hatte das Gefühl, sie für immer verloren zu haben. Abgestreift wie ein altes, zu klein gewordenes T-Shirt. Vielleicht ist dieser Sommer in Schweden so magisch, weil ich dieses alte T-Shirt hier wiedergefunden habe. Und plötzlich wieder genau weiß, wie es sich anfühlt, es zu tragen. We won't always be this young. Never have I known a love so strong. It's a dance, the steps are new. Embracing every second with you. Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Ich liebe dieses Zitat von Erich Kästner. Denn Erwachsenwerden bedeutet nicht, seine Kindheit hinter sich zu lassen. Ganz im Gegenteil. Als Kinder können wir stundenlang einen Käfer im Gras beobachten. Oder die Wolken, die über uns hinwegziehen. Oder die kleinen Wellen, die an das Ufer eines Sees schlagen. Irgendwann auf dem Weg durchs Leben verlieren wir diese Fähigkeit. Nicht, weil die Welt da draußen langweiliger wird, sondern weil wir aufhören, wirklich hinzusehen. Ich wünsche mir, dass unser Kind sich dieses Staunen bewahrt. Diese Fähigkeit, sich zu begeistern für das, was jetzt gerade in diesem einen Moment passiert. Und deshalb freue ich mich nicht nur darauf, meinem Kind die Welt zu zeigen. Ich freue mich auch darauf, mir die Welt von ihm zeigen zu lassen. Skin to skin, soaking you in. Never want this moment to end. Skin to skin, soaking you in. Never want this moment.
Zeit neigt sich hier langsam dem Ende zu, ne? In Schweden. Ja. Wie sind deine Gefühle dazu? Ich habe es wirklich sehr, sehr genossen. Es war einer der schönsten Urlaube seit sehr, sehr langer Zeit. Weil wir ja auch in dem Sinne keinen richtigen Urlaub mehr so gemacht haben. Ne? Immer wenn wir gereist, also es waren immer Reisen, das war immer was anderes. Und dann waren diese Reisen zuletzt ja auch immer mit Arbeit verbunden. Ja. Dementsprechend war es sehr, sehr angenehm, hier einfach mal komplett abzuschalten und wirklich nichts zu tun und auch Zeit so füreinander zu haben. Das war sehr schön. Ja. Wie geht's dir damit, dass es wahrscheinlich auch das letzte Mal vorerst zumindest sein wird, dass das so, also ich meine, das ist ja höchstwahrscheinlich der letzte Urlaub zu zweit für eine sehr lange Zeit. Ich glaube, es wird halt einfach eine andere Konstellation. Dann sind wir halt zu dritt. Aber es wird auch schön sein, weißt du? So, weil dieses dritte Mitglied quasi Teil von uns sein wird. Und dann ist es so, ja, auch was Besonderes. Wir haben ja hier auf diesem Platz, waren ja hier eine Familie, etwas weiter, die auch die ganzen Tage ja hier waren. Und ich fand es schön, die zu beobachten. Die Ja, waren ja auch mit einem sehr, sehr kleinen Baby noch. ja, Aber die haben halt immer zu dritt Sachen auch gemacht und sind auch rausgepaddelt und waren schwimmen und spazieren und so. Und ich fand es schön zu beobachten. ja, Und habe mich dadurch auch darauf gefreut, dass das hoffentlich in Zukunft auch bei uns so ähnlich aussehen wird. ja, ja. Ich habe halt das Gefühl, dass unsere Beziehung sich durch die Schwangerschaft nochmal verändert hat, nochmal irgendwie so eine Veränderung durchgemacht hat im positiven Sinne, Ja. nochmal irgendwie intensiver war und dieser Urlaub hat es quasi nochmal bestärkt. Ja, Wir haben halt so viel gelacht und so viel, ja, so einfach die einfachen Dinge im Leben gemacht quasi, Spiele gespielt und schwimmen gewesen und so weiter. Aber irgendwie war das trotzdem so bedeutend. So, Ja. 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 Ein bisschen Angst habe ich schon. Vielleicht sogar mehr als nur ein bisschen. In ein paar Monaten werden wir also älter. Ein völlig neues Leben beginnt für unser Kind und für uns. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, ob wir dafür bereit sind. Ob wir gut genug sein werden. Ob diese Welt gut genug ist. Manchmal fühlt es sich an, als würde da draußen alles an allen Ecken gleichzeitig auseinanderfallen. Und manchmal erwische ich mich bei dem Gedanken, dass es vielleicht verantwortungsloser ist, ein Kind in diese Welt zu setzen, als keines zu bekommen. Und trotzdem entscheiden wir uns für die Hoffnung. Denn Hoffnung ist nicht der naive Glaube, dass immer alles gut wird, sondern einfach nur der Mut, Ja zum Leben zu sagen, obwohl man verdammt nochmal Schiss hat. Vielleicht wird unser Kind einmal in einer besseren Welt leben, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es glücklich, bestimmt aber auch traurig. Vielleicht werden wir als Eltern einiges richtig machen, ziemlich sicher, aber auch vieles falsch. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir haben verstanden, dass man nicht aufhören darf zu leben, nur weil man sich vor dem Ungewissen fürchtet. Denn wenn man jedes Risiko vermeidet, wenn man allem, was schiefgehen könnte, aus dem Weg geht, was bleibt denn eigentlich noch vom Leben?